Herzlich willkommen alle miteinander zur 19. Folge von Hogwarts Legacy. Wir sind in Upper Hogsfield und machen uns mal direkt... Wir machen uns auf den Weg in Richtung Goblin Encampment. Soll ich das machen? Ja, das ist ein relativ leicht zu erledigende Nebenquests. Die dauern nicht lang. Revelio. Wenn mich nicht alles täuscht, da sind das sogar Camps, die ich alle eigentlich schon geradet habe. Aber die jetzt natürlich neu bevölkert worden sind. Ja. Und die Leute laufen da einfach friedlich dran vorbei. Launch a burning enemy into another enemy with the pulsar. Incendio. Over here. Potato. No. You fight about as well as a puffskein. Incendio. Depulso. No. I will make you pay. Incendio. Das Dumme ist, dass dieser... How nice of you to stop by. How nice of you to stop showing off. One less human to worry about. Incendio. No! Revelio. I will make you pay. Incendio. Das ist nur noch einer da. Too late for you to learn the error of your ways. One camp down, one more to go. Revelio. Ich muss mal kurz... Incendio. Depulso. Magic Throw. Are you sure you're not a mother? Incendio. Potato. Depulso. Expelliarmus. Glacius. When are you going to give up? Incendio. Stupid. I will make you. Stupid one. I won't rest. Potato. Why can't I hit you? Someone. You will regret coming here. Incendio. Levioso. Depulso. No! I will make Confringo. Protego. Why drag this out longer than necessary? Depulso. Stupid.
Confringo! Stupid one! Stop it! Stupid one! Protego! Stupid one! Compulso! Won't get away with that! Accio! Levioso! Compulso! Why don't you come up here and fight me? Confringo! I won't rest. Protego! Stupid one! Revelio. Both camps cleared. Madame Beaumont will be glad to hear that. Okay. These rocks have seen better days. I do miss the bustle of business. Hello, Madame Beaumont. Good news. I was able to clear out Ranrock's camps. You cleared them out? How? I managed to catch them off guard. When my brother returns, this news will mean the world to him. You saved our hamlet, my young friend. This will not be forgotten. I fear for other hamlets, truly. Ranrock and his lot are unlike any goblins I've ever seen. I should be going now. Thank you. Thank you. Sincerely. Wie viel habe ich denn eigentlich im Moment an Moons? Oh, ich habe schon wieder 8 Moons. Brauche ich noch 5. So. Quests. Okay, gehen wir erstmal zurück nach Hogsmeade. Alle diese Orte heißen irgendwas mit Hog. Das ist ziemlich nervig. Okay. Nein. Ich bin noch ein. Was? Bin ich jetzt falsch? Quests. Ja, es ist korrekt. Das wurde nur gerade eben nicht angezeigt auf der Karte. Oder ich hab's halt einfach nicht gesehen. Can't thank you enough for helping to save the village from those trolls. Hello, Sorona. I have good news. I was able to provide your friend Mrs. Sprottle with some hawk clumps for her Wiggenweld potion, and I found your box of letters. Oh, thank you. I knew you were the one to ask. I wondered about some of the letters in the box. Of course. It appears most of the letters were from fellow students. I saw a letter from someone named Mirabelle. Is that Professor Garlick? It is. Still one of my dearest friends. I know she wouldn't mind you having seen that letter. She and I are of a similar mind, especially when it comes to young people. We believe experience to be an invaluable teacher. To borrow a phrase from Mirabelle, it's a joy to see anyone blossom, but particularly one who doubted they ever would. Ja.
One of the letters mentions Quidditch practice. Did you play? I did. Was the Ravenclaw Seeker for 3 years. Oh, Merlin's beard. I adore Quidditch. Nothing like the feeling of catching the golden snitch when your team's down by 140 points. I'll never forgive Professor Black for cancelling it this year. I missed cheering for Ravenclaw. Tja, das ist wahrscheinlich aber nicht Professor Blacks Schuld, dass es kein Quidditch in diesem Spiel gibt. I spotted a letter from you to Mrs. Sprottle. You two seem to have a lot of fun together. We do. She taught me so much during my summers with her and Aidan. I shall be the first to admit that adolescents aren't always the easiest to understand. And not everyone was as kind to me as the Sprottles. But the depth of their kindness, and that of so many of my friends, got me through... well, got me through some challenging times, to put it mildly. Absolut verständlich. I'm glad I could be of help. Mrs. Sprottle sends her best. Don't know what I'd have done without her and Aidan. Thank you, again, for helping her, and for returning this box of letters. It's nice to reflect on good memories. Gerne geschehen. Okay. Dann würde ich jetzt mal sagen, gehen wir erstmal in den Room of Requirement und dann gehen wir mal zu unseren Professoren, um von den Assignments welche zurückzugeben. Deke. Ah, Deke is so happy to see you. Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Deke has seen one of these before. Deke calls it a knapsack. Perfect for gathering and transporting beasts. Pleasant little breeze. I have been thinking about something Professor Howen said in Beasts class, that I should study as many beasts as I can on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area. So, perhaps the beasts will be safer with us than out on their own. Precisely what Deke was thinking. You see, the room knew exactly what you needed, and luckily, Deke can show you how to best use the knapsack and where. So, jetzt lernen wir das Zähmen von Beasts. Come along then. Our first stop will be beyond the castle grounds. We can leave now, or you can come and find Deke when you're ready to go. Ja, das werden wir gleich machen, aber erst möchte ich hier meine Geschäfte hier erledigen in dem Room of Requirement. Ja, dieser Knapsack kennt vielleicht auch der ein oder andere aus den Fantastische Tierwesen-Filmen. Dort hat er auch einen sehr prominenten Platz. Denn der Hauptcharakter, Newt Scamander, benutzt den da auch. Da kommt er wahrscheinlich auch einfach her. So, wir machen wieder Maxima Potion. Und genau diese Art von Knapsack haben wir jetzt auch hier in Hogwarts Legacy. Und jetzt werden wir das gleich lernen, wie das geht. Oh. Alles arbeitet vor sich hin, alles enchanted. So, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Ich hatte doch gerade eben identifiziert. Ich weiß aber nicht genau, ob ich irgendwas hatte. Identifiziert habe, was ich brauchen kann. Ja, okay. Wir haben eine bessere Brille.
Haben wir einen besseren Schal? Nee. Wow. Nee, will ein anderes Outfit. Sieht eigentlich nicht schlecht aus. Oh. Sehr, sehr, sehr schick hier. Also, das muss ich jetzt tatsächlich mal ein bisschen nehmen. Das finde ich zu schick, als dass ich das nicht nehmen könnte. So, und dann auch keine Handschuhe. Oh ja, das passt so genial zu dieser Weste. Cool. Na gut, dann werden wir jetzt mal losgehen und mit Deke auf Beasts Zähm-Tour gehen. I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect. Deke loves an outing. That was a dark time in Deke's life. Deke found himself in service of the cruelest wizard he ever met. A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh. It was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. Revelio. We have arrived. Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the puffle of puffskeins nearby. It will be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskein, and in it'll go. All right. Okay. So, der Knapsack ist ein eigener Spell. Den mache ich jetzt mal hier rein. Einfach nur, weil da jetzt die Beast Spells drin waren. So, und wir müssen jetzt einfach mal irgendwelche Puffskeins damit einfangen. Die sind schon ziemlich cool. Nein. Ich wollte nicht die Pulso machen. Aber das Benutzen von Angriffsspells ist so lange okay, wie sie darunter sozusagen keinen Schaden erleiden. Ja. Also gerade so Sachen auch wie ein Spell, den ich noch nicht hier, welcher ist das hier? Der hier. Arrest the Momentum, ja. Der ist sehr, sehr wichtig, um Beasts zu bekommen. So. Außerdem ist es wichtig, dass man unterschiedliche Geschlechter, also Beasts unterschiedlicher Geschlechter einfängt. Na, komm schon. Bleib hier. Da sieht man es einfach. Wenn man die nicht... Wenn man da keine Spells benutzt, ist es manchmal recht schwierig. So. Ah, ich will da oben noch die Ashwinder extra. Revelio. Es sieht ein bisschen brutal aus, wenn man da diese Tiere fängt, aber der Theorie des Spiels nachzufolgen, geht es ihnen ja tatsächlich im Room of Requirement, da wo wir jetzt gleich hingehen werden, besser als in der freien Wildbahn, wo sie halt von den Wilderern, den Poachern, eingefangen werden. Ja. Könnte man jetzt drüber diskutieren, aber ich lasse es jetzt. I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobberknoll, perhaps.
All right. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there whenever you're ready. Ich finde auch diesen Ausdruck Rescue ein bisschen, naja, das nehme ich nicht einfach nur so hin, dass man das Rescue nennen darf oder das Rescuing nennt. Ja, es ist, ja. Revelio. Ich mag es einfach nicht, ganz einfach. Weiß gar nicht. Spider denn? Nee, Spider kann man nicht. Protego. Stupid one. Stupid one. Stupid one. Stupid one. Stupid one. Stupid one. Protego. Stupid one. Stupid one. Repulsor. Accio. Revelio. Accio. Nein, nee, okay, es geht nicht weg. Ich dachte, man könnte dieses Spider denn auch auflösen, aber das geht anscheinend nicht. Oh, da war ich noch nicht hier. Very lucky they've got. Oh, a shilling. Confringo. Wreck coming here. Leviosa. Accio. Making a better world for me. Hello, Deke. Shall we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The jobberknolls are just here, in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. Okay, Levioso soll ich also nutzen. What if I can't find any beasts in their usual habitat? Beasts won't stray too far from their homes. Look nearby or simply wait a moment, and they should return. What if I can't find any beasts in their... Beasts won't stray too far. Do you have any advice on how I can rescue more elusive beasts? Levioso is not only helpful when rescuing flying beasts, it can also help rescue beasts that are generally hard to catch. Try using that spell the next time you encounter a small or otherwise elusive beast. Das wird sehr, sehr wichtig werden, wenn wir nachher Testrale einfangen. Ich nenne es jetzt absichtlich nicht befreien. Would you mind talking a bit more about what it was like working for your former master? Deke's master was not kind to beasts, or to Deke. He saw beasts only as a source of income, to be used for potion ingredients and labor, and... Deke will not say more. But Deke is grateful to be at Hogwarts, where he can help care for beasts and make amends for the things his master made him do. Oh Mann, hört sich nicht I schön shall an. go and rescue a jobberknoll. Good luck. Deke will be waiting. Gut. Beast habitats can be found at different locations in the world. Wherever there is a beast habitat, you can be sure to find magical beasts nearby. Ja gut, das Ganze nochmal in Textform. So, wir werden jetzt vor allem uns erst einmal unsichtbar machen. Und dann Levioso benutzen. Leviosa.
So. Everything's all right now. Jetzt ist es erstmal nur wichtig, die zu... Leviosa. Preparo. Nein! Ach, Mist. Leviosa. Ach, es ist noch wichtig, wenn wir nämlich mit die Zucht beginnen, dass wir auch Männchen und Weibchen einfangen. Revelio. Okay, talk to Deke. I rescued a Jobberknoll. Deke hopes your Jobberknoll finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers, and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deke knows of, a herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Deke will see you there. Revelio. Das ist ein ziemlich schöner Ort hier. Revelio. Hello, Deke. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. How did you end up at Hogwarts after working for your former master? Deke's prior master had no family, so when he died, all of his house elves were relocated by the ministry. Deke was the most fortunate one, as Deke was sent to Hogwarts. Deke's friends were not as fortunate. Das ist irgendwie ziemlich seltsam, dass es so etwas in der Welt von Harry Potter gibt, so Sklaven, ja, weil nichts anderes sind ja eigentlich Hauselfen. Naja. I shall go and find a moon calf then. Deke will be waiting for your return. Revelio. Ja, jetzt lernen wir hier, wie man die Zeit voranschreiten lassen kann. Da ich das aber schon vorher wusste, habe ich das auch schon vorher angewendet. Accio. Revelio. Na gut, dann gehen wir mal in die Map. Oh, wir haben Challenges zu unlocken. Oh ja, für den Room of Requirement. Aha, ja genau, wir haben ja mit den Rescuen, oder ja, mit dem... Nennen wir es halt Rescuing von Beasts. Ja, ich habe damit echt ein Problem, aber von mir aus. Das Spiel nennt es so und ich werde mich wahrscheinlich das ein oder andere Mal auch dann ebenso ausdrücken, auch wenn es mir nicht gefällt. Faceware.
Leviosa. Settle yourself. I mean you no harm. Leviosa. Professor Howard will never believe this. Revelio. Gut. It was a bit trickier than the others, but I have a mooncalf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the mooncalves dancing. It's a marvelous sight. Deke supposes you're finished here. He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. Okay, wir müssen zurück in den Room of Requirement. There you are. Now, we need to show the beast you rescued their new home. But, not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. What exactly did you think of? Heavens! You've done it! But what is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. Meet you inside when you're ready. Das erinnert einen sehr an fantastische Tierwesen. Denn genau das haben wir hier nämlich. Einfach nur ein Freigehege. Look at this. It's amazing. Where are we, Deke? It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them. Let them see their new home. Ja, dafür ist der Room of Requirement natürlich mega geil. So, dann lassen wir die alle mal frei. Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Deke can show you how to use them. Very well. I shall let you know when I have some. Das ist jetzt der Hauptnutzen dieser Vivarium. Mehrere. Und ein bisschen zu spoilern, wir werden noch andere freischalten. Und dort andere Kreaturen freilassen. Und wenn wir uns um sie kümmern, vor allem hier mit diesen Wonderful. Mit diesen Bürsten und mit dem Futter, dann werden sie uns Gegenstände geben, die wir brauchen, um bestimmte Sachen herzustellen und bestimmte
Ausrüstungsgegenstände zu verbessern. Oder erstmal herzustellen. So, das ist jetzt ein weibliches Mondkalf. Kann ich das andere... Ja, das ist ein männliches. Super. Kann ich auch noch freilassen. Jobberknoll. Oder Jobberknoll. Und Puffskin auch noch. So, was haben wir jetzt? Wir haben männlich und weibliches Mondkalf. Wir haben 2 männliche Jobberknoll. Und wir haben ein männliches und weibliches Puffskin. Okay, also wir brauchen noch einen weiblichen Jobberknoll. Und dann können wir den anderen verkaufen. Oder einfach hier lassen. Im Moment, weil es gibt genügend Platz hier. Im Moment gerade. Wobei ich glaube, man kann nicht mehr als 2 Beasts von derselben Rasse, von derselben Art halten. So. Von dem einen Mondkalf habe ich jetzt den Gegenstand bekommen. Jetzt machen wir hier mal, genau, machen wir hier auch mal den Puffskin. Kümmern wir uns um den. Das sieht schon ziemlich süß aus. Okay. So, jetzt haben wir sein Fell bekommen. Dann machen wir das Ganze noch mit dem Jobberknoll. Wir können diesen Teil des Room of Requirements später auch noch einrichten. Das lernen wir aber alles noch von Deke. Okay. Achso, ich muss noch einsammeln, stimmt ja. Okay, dann reden wir mal mit Deke. I've collected some magical materials, Deke. Now, Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom? Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. Ja, der ist tatsächlich ziemlich nützlich. Aber den werden wir nicht hier im Vivarium conjuren, sondern das machen wir wieder zurück in der Base des Room of Requirement. So. Okay. Also hier brauche ich definitiv kein Depolster mehr und auch kein... Mal gucken. Hier habe ich Depulso, Incendio und Expelliarmus und Glacius. Und dann da oben habe ich Levioso, Accio, Depulso und Confringo. Okay, gut. Also hier brauche ich definitiv kein Depulso und auch kein Accio. Dann kann ich hier erstmal Conjuration hinmachen. Und Reparo. Ja, wobei. Nee. Wir lassen es so, wie es war. So, Utility. Und hier ist der Webstuhl, der magische. So, kann ich noch irgendwas bauen? Ja, ich kann irgendwelche Wallhangings machen. Ja, okay. Brauche ich nicht. Das ist ziemlich groß, dieses Fass.
So, wir sollen jetzt ein Trade zu einem Item of Clothing hinzufügen und ein Upgrade an einem Item of Clothing vornehmen. Dann machen wir das mal. Am besten ist es, wir nehmen eins, das wahrscheinlich noch so einen Slot frei hat. Aber erstmal der Text. Gear features one primary offense or defense stat by default. Magical materials can be used with the loom to add and upgrade a secondary stat or apply traits to your gear. Multiple small upgrades can yield a meaningful boost in combat power. New beasts can be rescued at beast stands or unlocked in quests. New trade recipes can be collected in bandit camps. Ah, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht. Jetzt weiß ich auch, was das ist. Okay. Also die blau umrandeten Sachen sind die wir gerade tragen. Dann gucke ich mal. Findo. Okay. Seltsam. Die Findo habe ich nämlich noch gar nicht. Okay, wir nehmen einfach mal irgendwas, was wir haben. Ich nehme jetzt einfach mal hier diese Brille. Und der kann ich jetzt alle möglichen Traits hinzufügen. Am besten ein Hoch-Level-Trade, High-Level-Trade. Ancient Magic Focus. Dann nehmen wir mal das hier. Ah, ne, fehlt ja. Ach, wir brauchen auch noch wir brauchen die Requirements, die braucht man natürlich. Und das ist jetzt gerade Puffskin Fur. Ich nehme mal Destruction, weil das Confringo benutze ich sowieso sehr gerne. Sehr cool. Jetzt haben wir was abgegradet. Und jetzt möchte ich es gerne mal noch upgraden. So, und jetzt können wir aus dieses Upgrade, das wir sowieso schon haben, können wir jetzt auch noch in mehreren Stufen noch höher leveln, glaube ich. Wobei es kann auch sein, dass das eine mit dem anderen gar nichts zu tun hat. Upgrades und Trades. Ja, Trades und Upgrades haben wahrscheinlich nichts miteinander zu tun. Aber ist auch wurscht. Wir haben das, was wir tun sollten, getan. I should show Deke. Ja, wir reden mit Deke. Aber erst gehen wir ein bisschen ernten. Tja, ich habe immer noch zu viel Wiggenwild Potion im Inventar. Habe ich irgendwas zu identifizieren? Ja, ein Cloak, cool. Den können wir doch mal direkt ausrüsten. Was? Ach, der ist Level 26. Okay, geht jetzt noch nicht. Aber er ist definitiv besser. Okay, dann Challenges. Wahrscheinlich ja. Room of Requirement. Ah, ich habe eine Challenge begonnen. Okay. Wo ist Deke? Da. I use the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke suggests you explore the vivarium and get to know the beasts you've already rescued. Can I use the loom to enhance any item of clothing? The loom will only enhance clothing of a certain quality. Deke suspects you'll find more valuable clothing as you explore. Deke also knows that some of the shops in Hogsmeade can provide you with a variety of clothing for you to enhance. Das ist ein Thank you guter for your help, Hinweis. Deke.
Jo. Ah, ich habe weitere Challenge Rewards. Ah. Was für eine Maske. Aber das sind alles nur... Das ist alles nur komplett kosmetisch. Ah ja, mein Hut, der hat 3 Ecken. Das sieht nicht schlecht aus. Ach, das ist dieser... Ist das der Helm, den ich aus der einen Dungeon rausgeholt habe? Vielleicht. Ja, aber wie gesagt, jetzt mache ich mal noch keine Hüte. Was hatten wir jetzt noch gerade aufgesammelt? Was wir freigeschaltet haben? War es ein Outfit? Ich bin mir nicht sicher. Kann auch ein Cloak gewesen sein. Ich hab's leider schon wieder vergessen. Ah. Nee, es war ein Facewear. Stimmt, es war eine Maske. Es war diese Maske hier. Ah. Dazu braucht man den passenden Rest. Also das sieht so einfach nur beknackt aus. Okay, dann gehen wir mal in die Map. Und suchen jetzt mal endlich mal unsere Lehrer auf, was wir schon die ganze Zeit machen wollten. Okay. Das habe ich noch nicht gemacht hier. Ja, dann machen wir das auch mal noch schnell, bevor wir in Richtung Klassen aufbrechen. Was ist denn jetzt schon wieder? Wir haben hier ein Main Story. Ja, okay. Whatever. Map. Wofür muss ich da hin? Wo muss ich dafür hin? So rum. Lass mal die World Map aufmachen. Oh, das ist ganz im Süden. Okay, ja, nee. Nee, nee, das ist mir zu viel. Bis ich da angelangt bin, da ist dann schon wieder die Folge vorbei. Nee, dann gehen wir definitiv erst zu den anderen Quests. Ach, jetzt habe ich schon wieder falsch rum gemacht. Machen wir erstmal Wingardium Leviosa. Fangen wir oben an. Herbology Class. Und da habe ich auch gesehen, da gab es irgendeine Nebenquest. Revelio. Und ja, hier gibt es auch jede Menge verschlossene Türen. Ich erinnere mich. Für jemanden wie mich, der sich leicht ablenken lässt. Leider. Ist das manchmal schon ein bisschen nervig. Revelio.
Da hinten ist irgendein Blatt Revelio. Papier, aber da komme ich von hier aus nicht hin. Da unten war ich, glaube ich, schon. Da ist noch nichts. Also ich war definitiv schon da, aber wusste nicht, ob man vielleicht noch irgendwas dort herbekommt. Okay, dann gehen wir hier mal rein. Oh, was? Okay. Revelio. Confringo. Revelio. Dear Professor Garlic, how very thoughtful of you, and to remember that strawberries are my favorite. They're as sweet as can be, it's no wonder muggles love them so much. Everything you cultivate seems to be of such high quality, from bitterroot to berries. I do hope that my darling niece can learn this skill whilst under your tutelage. Lenora so adores you, as do all of your students, I'm sure. Warmest regards always, Eleanor Everly. Das ist die Tante von Lenora, die ich ganz am Anfang vom Spiel leider etwas Revelio. verarscht habe. Confringo. Revelio. Okay. Ich glaube, ich habe erstmal alles gefunden, was man hier finden kann. Ich war mir relativ sicher, dass hier noch irgendwelche verschlossenen Türen sind. Egal. Nein, ich muss hier runter. Wo ist die Treppe nach unten? Da. Und da ist noch irgendjemand, der hier sprechen kann. Okay, das war die Wonderful to see you again. Klasse. Ach, diese 3 Punkte heißen einfach nur, dass ich irgendein Nebengespräch mit dir führen kann. Okay, dann zeig mir mal Wingardium Leviosa. I've completed my assignments, Professor. Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. I'll be sure to let her know how well you're coming along. Thank you, Professor. Professor Hecat tells me she taught you Levioso, so you should be ready for a more advanced levitation charm. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice, graceful wand movement. Let's see you try your hand at it. When Levioso. executed correctly, you should be able to pick up boulders as though they were sprigs of sneezewort. Levioso gibt es zumindest meines Wissens nach nicht in den Harry Potter Romanen. Den gibt es nur hier im Spiel. Aber Wingardium Leviosa ist natürlich sehr bekannt. Professor Garlic, a moment of your time? The plants are resting, so now's as good a time as any. Okay, das ist jetzt durcheinander, weil das Spiel mir jetzt hier noch ein Tutorial anzeigt, während ich eigentlich längst wieder im Gespräch bin. The levitation charm, Wingardium Leviosa can levitate and move objects. Control its position with your movement and use up, down, left, right to fine-tune its distance and rotation. Das ist okay, falls man... Ja, das werden wir auch öfter machen müssen, dass wir bestimmte Gegenstände sehr genau platzieren müssen in der Welt. Ja. Okay. What made you want to teach herbology? I was wondering, what made you want to teach herbology? How lovely of you to ask. I've always had an affinity for greenery, so this situation is a bit of a dream come true.
After graduation, I was thrilled to be asked to step in for my old herbology professor. He'd had a slight accident, you see. Oh dear. A shame for him, but it worked out well for you. Ist er auf einer Banane ausgerutscht He oder never was? cared, really cared for the plants, and they could sense it. Oh, you'd be surprised how perceptive a plant can be. At any rate, the trouble began one day when he cut into a wigan tree. Oh. Unfortunately for him, its leaves were hiding a bowtruckle. You may recall the marvelous creatures that resemble a twig. The little beast gouged the professor's eyes quite fiercely, but terrifying, I'd imagine. Likely for the professor, too. And that's when you took over as the herbology professor. Well, not quite. After 3 weeks at St. Mungo's, my predecessor regained a tiny bit of his eyesight. He insisted on returning to the greenhouse. Within a week, he claims by accident, kicked a Chinese chomping cabbage. So it was back to St. Mungo's for him. Warum auch? Warum hat er das auch gemacht? Fair bit of bad luck there, I'd say. Well, I felt awful for him, but I dare say I felt a bit more sympathy for the cabbage. Upon his discharge from the hospital, his indifference to plants had turned to utter disdain. He lost what little patience he had left with a particularly temperamental venomous tentacula and, well, his resulting leave of absence continues to this day. Okay, also man hat ihn so ein bisschen des Dienstes enthoben. Mhm. Ja, sorry, fühle ich sicher nicht. I'm glad everything worked out as it did and that you're the herbology professor now. Very kind of you to say. I do love these gardens and helping my students grow. Lovely speaking with you. Have a wonderful day. Oh, and remember, be kind to your wigan trees. Ja, manchmal ist Professor Garlic schon so ein kleines bisschen ein Sensibelchen, kommt mir manchmal so vor. Revelio. Hat sie jetzt die Teetasse einfach aus ihrer Robe rausgeholt? Ja, okay, von mir aus. Aber was war jetzt hier die Nebenquest? Ach so, das war dann natürlich klar. Der Spell-Teaching war eine Nebenquest. Das ist vollkommen richtig. Also, nicht ganz, aber es wurde halt technisch gesehen als Nebenquest betrachtet. Okay, wir haben noch eine Challenge hier freigeschaltet. Genau. Top of the Class Ensemble. Naja, wir haben 4 Assignments gemacht. Okay. Okay. Und dann Gear. Na, noch ein Outfit? Ja, okay, das ist jetzt nicht so mega. Aber halt, wir hatten doch... Hier, Top of the Class. Wie sieht das aus? Boah, ist auch nicht schlecht. Ja, nehmen wir mal das. Ich nehme so viel, weil es hört ja nicht auf. Ich krieg bis zum Schluss ständig irgendwelche neuen Outfits freigeschaltet. Das wird nicht aufhören. Na gut, dann gehen wir mal in die Quests. Und gehen zum nächsten Assignment über. Das können wir noch nicht. Okay, dann machen wir Professor Onai. Und das ist auf jeden Fall hier im Castle und deswegen gehe ich da auch zu Fuß hin. Revelio. I enjoy my weekly visit. Solving a riddle that I mentioned and then not telling me. Ja, das wird sie bis an ihr Lebensende mir nicht verzeihen, dass ich ihr das Rätsel weggenommen habe. Revelio. Hier hinten, weiß ich. Hier gibt es einen Raum mit einem Schloss.
oder? Nee. Nee, da bin ich falsch. Sorry. Den meinte ich nicht. Es gibt irgendwo... Was ich suche, ist der Clock Tower. Der hat auch nochmal Räume, die ich auskundschaften gerne würde. Revelio. Do you have any clue what kind of creatures live in there? You're lucky to be alive, but by God, when you come back, you'll wish you weren't. Ein Hauler. Habe ich noch nie gesehen. Vielleicht hier? Ah. Die Kiste ist noch nicht ausgeraubt. Ja, das ist sowieso... Wobei, da könnte trotzdem sein, dass in diesen Dingern auch noch irgendwelche... Ah, nee, okay, nee, da nicht. Weil da lernt man sowieso nur diese Räume kennen. Aber es gibt da drin keinen Raum, der mit einem Schloss verschlossen ist. Aber es ist irgendwo hier in der Nähe, ich weiß das. Okay. Gehen wir erstmal in die Klasse. Ironically, I didn't see ahead of time how bored I'd be in divination class. Revelio. Ja, Divination ist ziemlich langweilig, muss man einfach sagen. Und ich glaube, es machen sich auch viele Leute drüber lustig. Ach, jetzt machen sie ja wieder den Kaffeesatz lesen. Okay. Naja. Alles ziemlich lächerlich. Selbst im Harry Potter-Universum. Okay. Ah, Adelaide Oaks. Von ihr kriege ich eine Nebenquest. Ich spreche einfach mal mit ihr. Mal gucken, was passiert. Adelaide Oaks, isn't it? I received your owl. Yes, I'm Adelaide Oaks. Oh dear. You see, my uncle Roland is a metal trader who's quite well known in the goblin community. He normally sends me owls every week when he's on his business travels. In his last owl, he alluded to dealings with those radical goblins, Ranrock's loyalists. It's been ages since that owl and I'm worried. What with the troll attack on Hogsmeade and the rumours that goblins may have been involved, well, I'm fearing the worst. Should I be worried about my uncle, or am I overthinking this? I think you're right to be concerned, Adelaide. Your uncle may be in trouble. You're much more understanding than Professor Weasley. She heard I was going to look for him and forbade me from leaving the grounds. She's convinced he can handle himself, but I can't concentrate on anything until I know he's all right. Could you try to find out for me? From what I hear, you're almost as adventurous as Uncle Roland. Na klar, für Geld. Has your uncle traded with many goblins? Yes, for ages. Even speaks gobbledygook. But he only recently mentioned Ranrock's lot, insisting the galleons were worth the risk. He does it for me. Between robes and supplies, attending Hogwarts costs a fair sickle. And besides that, Uncle Roland has expensive taste. He's sacrificed so much for me over the years.
I promised him that as soon as I finish Hogwarts, I shall be the one taking care of him. Okay. I take it you and your uncle are close. We are. My mother died when I was born, and I lost my father when I was 5. Uncle Roland's looked after me for as long as I can remember. He knows I get anxious when he travels, and that's why he sends me all the owls, to let me know that he's all right. Auch hart. I'll try and look into it for you, Adelaide. Thank you. He's very thorough in his record keeping, notes all his trades in a journal, makes maps. In fact, in his last owl, he drew me a map of his next stop. He'd planned to set up camp north of here. I do hope you're able to find out where he is. Thank you again for any help you can provide. Das tue ich doch gerne. Da ist genug Ärger und genug Trouble. What do we have here? A Was ich auch demiguise. noch machen muss. Da ist ein Demiguise. Aha. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich, wenn ich jetzt... Also... I hope those assignments were challenging enough for you. Ja, klar. Ich hoffe, dass ich jetzt, wenn ich mit dir geredet habe, immer noch hier drin bin. I've completed all of my tasks, Professor Onai. Very well done. Although I must admit, I did have something of a premonition that you would follow through. Du wusstest es. As you have no doubt sharpened your perception by completing my assignment, I am curious, based upon the knowledge that one's present and even one's past may reveal traces of what is to come. What do you see in your own future? I honestly don't know, Professor. At times, the future is murky to us all. As with rippling water, one must wait for things to settle before the reflection becomes clear. But this talk of tomorrow should not divert us from your present success. I shall inform our good deputy headmistress of your exemplary performance. And if that performance is any omen of what your future may hold, then I, for one, see great things. I hope Adelaide's Uncle Roland is all right. She seems very Descendo. worried. Adelaide mentioned her uncle's camp may be near Brockborough, past the river. Auch ein ziemlich nützlicher Spell. You have it! Now, why not practice the new spell on the training dummy? Wir müssen erstmal den Spell ausrüsten. Aber jetzt wird's langsam halt echt heftig. Na gut, dann nehmen wir jetzt einfach mal hier als Ersatz für die Pulse Zone, nehmen wir einfach mal Descendo. Descendo! Excellent! I think you have it. Descendo is a force spell that moves objects downwards and slams enemies to the ground. At some point, you must stop preparing and put your newly honed skills to the test outside of the classroom. Ja, hat funktioniert. Okay. Dann will ich jetzt aber definitiv... es gibt noch ein bisschen was zu besprechen mit ihr. Aber danach hole ich mir auf jeden Fall diesen Demiguise. Professor, do you have a moment? I do. I was wondering how you decided to teach divination. The art of divination is an important yet often misunderstood branch of magic. Those of us who possess the sight are rare, and, as is often the case with the unique among us, we can frequently be misread, even feared. When I was granted the opportunity to teach others about my gift and the good it can do, I was most grateful. I see. Natty told me that you and she moved here from Uganda, where she had attended Wagadu. Yes, Natsai and I both loved Uganda and Wagadu, but we are happily settled here now. I had foreseen such a change.
but did not know the details until it occurred. I was glad of the outcome. You would be wise to remember that the consequences of our actions are complex. And so, divining what is to come is not as simple as gazing into a crystal ball or studying the bottom of a teacup. Ja, da spricht sie tatsächlich was aus, was ich auch woran ich auch sehr glaube, dass die Konsequenzen unserer Handlungen sehr komplex sind und man sie schwer vorhersehen kann, wenn überhaupt. Also vorhersehen sowieso nicht, aber man kann sie auch kaum prognostizieren, weil alles so miteinander verbunden und verwoben ist. Ja. I'm not sure I really believe that one can see the future. We often do not believe in what we ourselves have not seen. I should hope that you will open your mind. You are a student at Hogwarts, after all. It cannot have escaped you that we in the Wizarding world are forever navigating the seemingly inexplicable. Of course, Professor. Da ist auch wieder richtig. I know that we both have places to be. Not because I have the sight, mind you, but because I am a professor and you are a student. I have enjoyed our conversation. Cool. Gut, dann jetzt erstmal Nacht. Mine now, demiguy. Jinx Flipendo. Ah. Once you've completed the necessary tasks, come and find me in the greenhouse. Flipendo, das ist cool. Das ist für so manches Rätsel sehr wichtig. Okay, aber wir haben jetzt erstmal wieder genug für diese Folge im Kasten. Ich danke euch fürs Zuschauen, Leute. Freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut und ciao.